Jeder hat ihn, den Traum von dieser einen Reise, wo man eigentlich weiß, dort werden wir wohl nie hinkommen. Für meine Oma ist es die Afrika-Safari, die sie wohl nie mehr machen wird. Und wahrscheinlich wirst auch du jetzt gerade diesen einen Ort im Kopf haben, den du immer mal sehen wolltest, dir jedoch denkst, zu weit weg, zu viel Geld, einfach unmachbar. Genau das waren unsere Gedanken, als unser Traum vom ewigen Eis hochkam. Eine Reise zum abgelegensten Kontinent der Welt. Ein extrem unwirtlicher Ort mit extrem klimatischen Bedingungen, eisigen Temperaturen, stürmischen Winden und langen dunklen Wintermonaten, sodass er nur im Sommer erreichbar ist. Eine Reise zum einsamsten und unzugänglichsten Ort der Welt. Buenos dias aus Buenos Aires. Wir sind fast fertig für unsere Kreuzfahrtreise in die Antarktis. Wir müssen nur noch eine Sache machen, und zwar Geld tauschen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, Argentinien ist seit geraumer Zeit in einer wirtschaftlichen Krise und deswegen gibt es auch viele Restriktionen mit dem Geldtausch hier in Argentinien. Wer Devisen hat, wechselt diese auf dem Schwarzmarkt zu einem besseren Kurs. Eine schwache Industrie und hohe Staatsschulden haben unter anderem zu der Rekordinflation von rund 95% geführt. Und wir sind angekommen an der Florida Street. Hier gibt es sehr, sehr viele Cambio-Leute, also Leute, die Geld wechseln wollen. Und wir versuchen jetzt einen zu finden, der uns nicht übers Ohr hauen will. Also auf geht's. Días. ¿Tú haces cambio? Sí, pero ¿cuánto es el cambio? 150 euros. ¿Esto es dólar? Se veía rico el banco. El euro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cambiar? A ver, pero ¿qué So, hat alles super gut geklappt. Wir haben den Mann getroffen in der Stadt. Dann hat er uns mit hochgenommen, ein anderes Gebäude. War ein bisschen komisches Gefühl, ein bisschen sehr kriminell, aber das waren alle super nett. Haus, ne? Ja, das war sein Haus. Oder, nein, das war einfach zu Hause. eine illegale Wechselstube. Ja, aber war zu Hause. Ja, also wie so ein kleines Wechselstubenzimmer. Dann kamen da die ganzen Scheine auf den Tisch. Also war alles super entspannt. Also alles bestens. Jetzt sind wir gewappnet und können aufs Kreuzfahrtschiff gehen. Jetzt haben wir gerade unsere Taschen abgegeben. Die werden wir dann später auf der Kabine wiederfinden. Und jetzt gehen wir zum Check-in. Auf geht's, Claudia. Bora. Hast du Bock? Hab ich Bock. Ich muss jetzt schon sagen, es ist echt mega gut organisiert hier alles. Es ist kaum Wartezeiten, alles rutscht so durch. Das ist wirklich das Geile, wenn man mit Kreuzfahrtschiffen reist. Es ist einfach alles organisiert, man muss sich um nichts kümmern. Man folgt einfach den Anweisungen und dann geht's schon auf Kreuzfahrtschiff. Hey, wir können nicht zusammen schlafen? Nee? Ah, das ist gesichert. Das ist unsere schöne Innenkabine für die nächsten 14 Tage. Ist halt nicht so wie auf der Mein Schiff eine Balkonkabine, aber wann sind wir schon mal hier in der Kabine, ne? Also man ist ja sowieso die ganze Zeit draußen, von daher. Das ist die Toilette, die Dusche. Alles, was man braucht, Laura, oder? Sim. Saudade ist mein Schiff. Saudades do meu Schiff. Aber wir haben halt eine Innenkabine gebucht, keine Balkonkabine, ne? Eu quero ver como é que a gente vai fazer pra lavar roupa, porque a gente não tem roupa pra ficar 14 dias aqui. Und die Poolparty ist schon auf vollen Gange. Vai dançar, Laura. Hier ist die Bar. Outside das Bar und Grill. Gefällt dir schon mal gut? Und so?
Sonne tauchte Buenos Aires in goldenes Licht, als das Schiff uns auf eine unvergessliche Reise in die Antarktis bringen sollte. Die Tango-Musik verabschiedete uns, während wir die malerischen Straßen der argentinischen Hauptstadt hinter uns ließen und zu unserem ersten Ziel ins Nachbarland Uruguay fuhren. Guten Morgen aus Montevideo. Heute ist unser erster Landtag hier in Uruguay. Und ja, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was wir heute machen. Wir gehen jetzt erstmal ins historische Zentrum, schauen uns da den Marktplatz an und danach gucken wir mal, was wir noch so machen können. Also, auf geht's! Hier gibt es direkt überall Straßenverkäufer. Das gefällt mir. Gut. Nur die Preise sind noch nicht so gut, weil Uruguay ist wirklich eines der teuersten Länder hier in Lateinamerika. Also ich glaube Chile und Uruguay. Und dann kommt auch schon Brasilien, ne Laura? Ja. Nachdem wir ein wenig durch die Altstadt spazierten und einen ersten Eindruck von der uruguayischen Kultur bekamen, konnte man im Mercado del Puerto, zu Deutsch Hafenmarkt, die typische Kulinarik des Landes kennenlernen. Das bedeutet vor allem viele verschiedene Fleisch-, Wurst- und Grillspezialitäten. Außerdem ist Uruguay auch für seine fantastischen Weine bekannt, die offensichtlich nicht jedem schmecken. Die Markthalle hier direkt im historischen Zentrum, wenn man rauskommt aus dem Hafen, ist schon echt ein cooler Ort, weil man sieht direkt die uruguayanische Kultur, was hier angeboten wird, das Essen. Zu Fuß ging es weiter in Richtung Zentrum, bis wir an dem Hauptplatz Montevideos ankamen und die historischen Gebäude bestaunten. Und zum Abschluss des Tages fuhren wir mit dem Taxi zu der Copacabana Uruguays. Copacabana de Uruguay. Hier sind wir am Playa de los Positos und wie ihr seht, ist der Strand nichts Besonderes. Das Wasser ist nicht so sauber. O Uber falou que aqui é areia, mas lá dentro da água é barro. Ou seja, não vamos lá. Aber dort hinten gibt es ein Montevideos-Zeichen und da gehen wir jetzt hin. Montevideo für mich ist so ein typisches Kreuzfahrtreiseziel. Die Stadt hat für Touristen nicht so extrem viel zu bieten. Die Strände sind nichts Besonderes. Die Stadt ist zwar interessant, aber es ist halt nicht so wie in anderen Städten, wo man halt wirklich 3, 4, 5 Tage sein muss, um alles zu sehen. Von daher ist es perfekt als Kreuzfahrtziel. Man ist 5, 6 Stunden hier und dann geht man wieder aufs Schiff und gut ist. Also auf geht's zum Schiff. Und sobald man wieder an Bord ist, erwartet einen der pure Luxus. Man muss sich um nichts mehr kümmern, kann das Schiff genießen und sich auf ein Extraklasse-Essen im 3-Gänge-Menü-Restaurant Versailles freuen. Erster Seetag, immer noch 30 Grad. So kann es weitergehen, oder? So lässt sich's leben. Aber bald geht's nach Patagonien, dann wird es deutlich kälter. Und dann wird das hier nicht mehr so offen sein. Das ist das Schöne an einem Seetag. Man kann den ganzen Tag das Schiff genießen und wirklich alle Cocktails und so weiter probieren. Der Alltagsstress auf dem Schiff bricht aus. Nur noch 8 Minuten zur Show, Laura. Vamos, 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 vamos. Und während wir die Show genießen, merken wir gar nicht, dass wir uns auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel befinden. Die Stadt Puerto Madryn in der argentinischen Provinz Chubut. Guten Morgen aus Puerto Madryn. Wir haben heute unseren zweiten Landgang und Puerto Madryn gehört schon zu Nordpatagonien, direkt an der Küste. Dieser Ort ist bekannt dafür, dass man hier schon die ersten Antarktistiere sehen kann, wie zum Beispiel Pinguine, Seelöwen und Glattwale. Bekannt dafür sind einmal eine Halbinsel im Norden und ein Platz Punta Tombo im Süden. Nur leider sind diese Orte sehr, sehr weit weg. Mit Auto jeweils 2,5 Stunden. Da Laura und ich heute ein bisschen spät dran sind, weil wir natürlich wie immer Spätaufsteher sind, haben wir uns gesagt, okay, machen wir das nicht. Pinguine werden wir wahrscheinlich noch genug sehen auf dieser Reise, deswegen leihen wir uns Fahrräder aus und fahren hier einfach die Küste entlang und schauen, ob wir irgendwo hier Wale entdecken. Wahlperiode ist eigentlich vom Juli bis September, aber wir haben gelesen in den Rezensionen, dass auch trotzdem hier manchmal Wale gesichtet werden können. Deswegen vertrauen wir einfach mal auf unser Glück. Auf geht's. Links. Okay, wir haben uns gerade 2 E-Bikes ausgeliehen. 16.000 für beide, also 8.000 pro E-Bike. Und jetzt
suchen wir ein paar Seelöwen, oder Laura? Ja. Auf geht's! Fußballtraining direkt am Strand. Und ich muss sagen, eine sehr schöne Architektur hier in Puerto Madryn. Also eine Entscheidung war schon mal die richtige, dass wir E-Bikes genommen haben und keine normalen Fahrräder. Weil diese Wege hier lang zu fahren, ohne E-Bikes, ist anstrengend, weil man nur 7 Stunden Zeit hat hier beim Kreuzfahrtschiff. Bienvenidos a Punta Loma. Dann lass uns die Seelöwen mal anschauen. Kaum Touristen hier. Virginia! Und das hier ist Playa El Golfito. Wenn man Glück hat, kann man hier ein paar Delfine langhüpfen sehen. Aber eigentlich sind wir gerade nicht in der Delfinsaison, deswegen machen wir uns weiter auf den Weg. Spaß gemacht? Sehr Spaß. Muito. Also hier in der Stadt Puerto Madryn. Puerto Madryn. Hier ist deutlich weniger Wind, als wir rausgefahren sind mit den Fahrrädern. Das war verrückt. Also holt euch lieber E-Bikes und ihr spart euch viel Stress. Laura beim Essen machen. Unser zweiter Seetag hier. Und normalerweise kann man richtig entspannt am Pool chillen immer an den Seetagen, aber die Antarktis kommt näher, ne Laura? Está gelado. Hier, die ersten Mitarbeiter arbeiten schon mit Mütze. Deswegen, was machen wir jetzt, Laura? Trinken? Oder was? Sport haben wir schon hinter uns, was machen wir? Hot Tub, aber okay. Und hier ganz hinten am Heck gibt es einen kleinen entspannten Bereich. Hier gibt es auch 2 Hot Tubs, einen da hinten. Und hier gibt es diese Sofas, wo man entspannen kann. Und das werden wir jetzt machen, ein bisschen lesen und entspannen nach unserer Fitnesseinheit. Und danach geht es in Hot Tub, oder Laura? Ja. It's getting hot in here. Ich habe auch gesagt, sie soll ihre Mütze mitnehmen. Laurinia, willst du wirklich jetzt in den Hot Tub hier? Tem certeza? Alter. Keine Ahnung, ob ich da mitmache. Ist echt verdammt kalt. Das ist das Leben, ne Laura? Saúde. Jetzt ist das doch total entspannt hier. Jetzt ist noch nicht so krass kalt. Aber ich bin gespannt, wie das sein wird in der Antarktis. Wenn man zwar eine Kreuzfahrt macht, aber eigentlich nicht vorbereitet ist für eine Kreuzfahrt. Wieder Mochilero. É isso, né? Aber trotzdem schick hier, oder? Bem chique. Tränk schick. 8,000. 12 or 15. Tostadas and southwestern smoked turkey salad. It was so hot.
Und das Coole hier ist, wenn man nicht weiß, was man nehmen soll, bestellt man halt einfach alles. Da freut sich jemand. Wir befinden uns bereits seit einem Tag auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel und legen mehr als 1500 Kilometer zurück, bis wir endlich in der südlichsten Stadt Chiles ankommen. Heute konnten wir leider nicht an Land gehen in Chile, in Punta Arenas, weil der Wind zu stark war. Und Punta Arenas hat keinen normalen Hafen, sondern nur einen Tenderhafen, wo man mit den Kleinbooten vom Kreuzfahrtschiff dann an Land geht. Und deswegen können wir uns die Natur heute nur vom Schiff aus angucken. Aber erstmal gibt es ein schönes Frühstück. Any juice? Ein leckeres Omelette und gekochte Eier. Aber ganz anders, so wie ich das kenne. Und dann kommt der Moment, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Das Schiff fährt langsam an den Fjorden des Feuerlands vorbei. Die Landschaft wird rauer, ist geprägt von stürmischen Winden, eisigen Temperaturen und wechselhaftem Wetter. Trotz dessen genießen wir die unberührte Natur sehr, welche wir uns entweder vom Deck aus dem Restaurant oder aber aus dem Whirlpool anschauen. Alter Laura, guck mal, was da auf uns wartet. Guck mal, wie viel Regen. Als wir in Buenos Aires und Montevideo waren, war dieser Hot Tub so warm, wir haben es noch nicht drin ausgehalten. Aua. Und jetzt ist es einfach so kalt, unglaublich. Tá chovendo gelo, Dominique. Und das ist Chiles Patagonien. 2 Minuten später scheint die Sonne nach dem Eisregen. Das Wetter hier ist echt der Wahnsinn. Gerade eben hat es gehagelt, jetzt scheint wieder die Sonne, gleich fängt es wahrscheinlich wieder an zu regnen. Dann wieder krasser Wind, jetzt wieder ganz normal windstill. Verrücktes Wetter hier im Land von Feuer und Eis. Um diesen einzigartigen Tag ausklingen zu lassen, ein kurzer Stopp an der Bar und dann geht's ins Spezialitätenrestaurant Le Bistro. Und da wir beide noch nie Französisch gegessen haben, ließen wir uns einfach überraschen. Wilma Escargot. Wie hat er gesagt? Was ist das, Laura? Escargot, Lesma. Und in Deutsch, como chama? Ich glaube Regenwurm. What is the name in English of this? Nossa Senhora. How is it? Não é uma coisa que o ser humano precisa comer. Não precisa, porque gostoso não é. Mas também dá pra comer, mas nossa, gosto de um escargot, não. Oh, was letzte Schnecke. Snails. Não é tão ruim. Assim, a primeira impressão, dá pra comer. Não é uma coisa que você precisa comer, mas dá pra comer. Okay, on. Okay, mushroom soup. Wow. Nossa. Chique. Thank you. Alles in allem war das Essen echt mega gut. Eine ganz andere Erfahrung, die wir so noch nicht hatten. Und wir sind froh, dass wir es ausprobiert haben. Denn diese Art Restaurant ist nicht im Kreuzfahrtpreis inklusive. Und währenddessen fahren wir zur südlichsten Stadt der ganzen Welt, die Stadt Ushuaia in Argentinien. Und so steht man natürlich gerne auf. Zieht euch diese Aussicht rein. Wow. Willkommen am südlichsten Punkt der Welt.
Omelette Station. Laura wartet auf ihr Omelette. Frühstück mit dieser Aussicht. Das ist was, Laura? Alter. Herzlich willkommen in der südlichsten Stadt der ganzen Welt, in Ushuaia. Wir fahren jetzt in den Tierra del Fuego Nationalpark und wir müssen jetzt erstmal ein Busterminal suchen hier in der Stadt. Es ist verdammt windig und verdammt kalt, aber auch verdammt schön, also auf geht's. Und hier sehen wir den Busterminal in Ushuaia und pünktlich zu unserem Trip fängt es natürlich auch an zu regnen, aber das Gute ist, das Wetter ändert sich ja so schnell, dass vielleicht auch gleich wieder die Sonne scheinen kann. Hier ist Transporte Regular, Puntos Turísticos. 12.000. So, wir sind angekommen am letzten Halt hier in Bahia La Pititia. Irgendwie so. Von hier aus werden wir jetzt unseren Track starten. Und was haben wir für ein Glück mit dem Wetter? Gerade eben hat es noch geregnet und jetzt auf einmal strahlender Sonnenschein. So kann das bleiben. Die Vegetation und die Natur hier ist wirklich einfach nur atemberaubend. Dann noch diese Eisberge dazu im Hintergrund. Wirklich sehr schön. Wir sind schon angekommen bei unserem finalen Punkt. Ist das jetzt? Das ist das schon. Leute, schaut euch einfach diesen wundervollen Ort an. Pato. Also ohne Sonne war dieser Ort schon echt atemberaubend, aber mit Sonne unglaublich. Kleiner Proviant zwischendurch. Danke NCL. Sagen. Hier. Wow, was sind das? Não sei. Sind das Geier? Nein. Não sei. Parece uma galinha. Und hier in dem Nationalpark gibt es auch sehr viele Leute, die hier campen, wie man zum Beispiel hier vorne sieht. Und hier mit dieser Aussicht campen ist schon was mega Geiles. Aber das Wetter hier ist auch unberechenbar. Laura und ich werden auch unsere Erfahrungen demnächst machen mit Wildcampen hier in Patagonien. Aber natürlich erst nach der Kreuzfahrt. Auf dem Weg zurück in die Stadt klarte das Wetter immer mehr auf und Ushuaia präsentierte sich von seiner besten Seite. Die massiven schneebedeckten Berge strahlten in der Sonne und wir erkunden die Stadt, die wie ein kleines Fischerdorf wirkt. Wir haben den Park Tierra del Fuego verlassen und befinden uns jetzt hier im Zentrum in Ushuaia. Und schaut euch das Wetter dazu an. Natürlich gibt es hier auch das neue Weltmeistertrikot von Messi. Die meisten Leute starten von hier aus ihre Reise in die Antarktis oder durch die Fjorde Patagoniens. Allerdings sind die Preise deutlich teurer als der unsere. Also muss schon sagen, Ushuaia als Stadt ist mega schön, hat mir mega gut gefallen. Auch der Nationalpark war mega gut, oder Laura? Sehr schön. Das Einzige ist, die Preise
sind schon echt mega überteuert. Also wir haben 6.000 argentinische Pesos gezahlt. Selbst mit Blue-Dollar-Preis ist es immer noch sehr, sehr viel Geld. Von daher finde ich das schon ein bisschen Touristenabzocke, aber Sie wissen halt, wenn man hier ist, geht man in den Park und so ist das halt dann, ne? Aber ansonsten Ushuaia, Top-Ort, hat mir sehr gut gefallen und schaut es euch einfach nochmal selbst an. Zurück an Bord konnten wir noch ein letztes Mal dieses einzigartige Panorama bestaunen, bevor das Schiff ablegt und wir das schönste Auslaufen dieser Reise erleben sollten. So, und jetzt heißt es Ciao Ushuaia und auf geht's in die Antarktika! Eita, das ist auch eine Straße, ne? Da lang. Wir haben gerade 2 Delfine und einen Wal gesehen. Also hier, da hinten schon wieder. Wow! Allmählich verlassen wir die Fjorde Patagoniens und machen uns auf den Weg auf die tödlichste Seeroute der Welt, der Drake-Passage, welche uns bis zum Anfang der Antarktis führen wird. Diese Strömungen kommen aus dem Pazifik. Zwischen dem südamerikanischen Kontinent und dem antarktischen werden sie enger. Diese Wassermassen, diese Energie in Verbindung mit den starken Winden erzeugen diese gewaltigen Wellen. Die Sonne geht auf. Kein Sturm, kaum Wellen, nur ein paar Eisblöcke im ruhigen Ozean. Wir haben die Drake-Passage hinter uns und befinden uns unmittelbar vor den südlichen Shetlandinseln. Zu diesem Zeitpunkt haben wir keinerlei Vorstellung, was uns die nächsten 2 Tage erwarten wird. Und jetzt heißt es, willkommen in der Antarktis. Was haben wir für ein Glück mit dem Wetter? Hallo Ninja, wir sind in der Arktis. Schaut euch dieses klare blaue Wasser an. Wow. Und gerade kam die Durchsage, dass auf der anderen Seite Pinguine schwimmen. Deswegen laufen Laura und ich jetzt schnell rüber. Ahora mismo podemos observar un grupo de pingüinos del lado derecho. Grupo de Pinguinos. A las 2 aproximadamente. Die Leute stehen ja alle an der Veranda und versuchen Pinguine zu entdecken. Und Laura hat schon einige Pinguine heute entdeckt. There, another one. Wow. Qualquer horas vai solando. Meu Deus! Eita. ist einfach so unfassbar schön und so faszinierend. Alle paar Sekunden passiert ja irgendwas. Entweder kommen Pinguine, dann sind Wale wieder da, dann hat man dieses wunderschöne Panorama. Also echt verrückt. So habe ich das nicht erwartet, aber mega, mega gut, mega überraschend. Danach fahren wir zu Deception Island, ein aktiver Vulkan, der diese Insel geprägt hat.
Sie ist so einzigartig, weil sie von oben betrachtet eine Hufeisenform besitzt, die durch den Einsturz des Vulkans entstanden ist. Zurzeit schläft er, aber er könnte jederzeit wieder aktiv werden. Und das hier ist der Eingang von Deception Island. Wir können da nicht durchfahren, weil das zu klein ist, der Eingang. Während wir um die Insel fahren, erkennt man immer mehr die Merkmale von vulkanischen Aktivitäten, geprägt von massivem Vulkangestein, welches in der Sonne eine ganz andere Farbe bekommt. Bedingt durch die sommerlichen Temperaturen von 1 Grad Celsius sieht man sogar Algen, Moos und Flechten, die aufgrund des extremen Klimas als einzige Art Vegetation auf dem kargen Vulkangestein wachsen können. Wir verlassen die Seite des Schiffes und gehen zum Bug, um noch eine bessere Perspektive zu bekommen. Deception Island. This volcano is dormant. Are you gonna go? It can erupt any year. The ash layers, we know, are... Wie der Schiffssprecher gerade durchgesagt hat, könnte der Vulkan jedes Jahr ausbrechen. Und die letzten vulkanischen Aktivitäten kann man gut am Dirty Glacier, zu Deutsch dreckigen Gletscher, erkennen. Ein Gletscher, der immer noch von Asche überhäuft ist. Und direkt daneben tummeln sich am Strand mehrere Pinguinkolonien und Seerobben. Leider hatten wir kein Fernglas mit und auch die Kamera ist nicht für diese Weiten geeignet. Das sind weiße. Lots of sausages, lots of brown sausages on the beach. So these are Antarctic fur seals that are lying around soaking up the sun on the beach. But here, of course, what's on show are these tens of thousands of chinstrap penguins. Now we are coming towards the end of the breeding season for chinstraps. So now ahead of the ship, as the captain begins to make his turn, and we're only about 1 kilometer away from shore here. But if you look up those slopes, you'll see light patches and on the ground, which is partly due to the guano from the penguins. You can also see some of those green patches of algae, which is called Prassiola. Normalerweise ist dieser Bereich hier geschlossen und nur für die Crew zugänglich. Aber heute, da wir in der Arktis sind, haben sie den Bereich offen gemacht, damit wir diesen Panoramablick genießen können. Was wir gerade eben gesehen haben, war Deception Island. Und jetzt fahren wir zum ersten Mal auf der Route, hat uns der Kapitän gerade eben erzählt, dass die Norwegians da diese Insel besucht, zur Livingston Island. Und das Krasse ist dort, dass die Berge 1700 Meter hoch sind und komplett schneebedeckt bzw. eisbedeckt. Also es ist nicht von Schnee gemacht, sondern einfach von dieser Kälte gemacht. Heute in der Antarktis gibt es extra die Chicken Brew Soup, damit wir uns ein bisschen einheizen können und nicht erfrieren hier draußen. Thank you. Alter, ist jetzt echt krass kalt. Sauji. Also wirklich einen perfekteren Tag hätten wir uns nicht aussuchen können. Die Sonne scheint, kaum Wolken, kaum Wind, besser geht's gar nicht. Und dann auch noch diese Mütze dazu. Ein perfekter Tag. Steht mir besser als Laura, oder? No. Nein? Nein. Ah, fuck. Also da ist Livingston Island und da ist Deception Island. Und hier fahren wir jetzt für 1 Stunde lang. In der Zeit gehen Laura und ich was essen. Ja. Und danach geht's ab in den Hot Top. Ten Courage, Laurinha? Aha. Und auf geht's in den Hot Top. Oh Scheiße. Gestern war kalt, ne, aber heute. Alter, nossa senhora. Zeig mal die Eisberge lieber. What a view. What a view. Heute Morgen haben wir schon die beiden Inseln Livingston und Deception Island gesehen. Und jetzt fahren wir in die Admiralty Bay. Aber die Wetterverhältnisse haben sich auch deutlich verändert. Wie man sieht man nichts. Und da wartet eine dicke Regenfront auf uns. Also Kommando zurück. Während wir uns der Admiralty Bucht nähern, meldet sich erneut die Stimme des Schiffansagers mit einem wissenden Lächeln.
Das Wetter, das die meisten vielleicht als eine Laune des Schicksals betrachten würden, offenbart sich uns heute als Glücksfall, denn ohne das grelle Licht der Sonne werden die blau schimmernden Farben der Gletscher in ihrer ganzen Pracht enthüllt. Die Admiralty Bay ist allerdings nicht nur von einer überwältigenden Vielfalt an Gletschern geprägt, sondern auch trauriger Zeuge des Klimawandels. Außerdem ist die Bucht Heimat für Forschungsstationen dreier Nationen. Polen, Chile und Brasilien haben hier ihre Wissenschaftler und untersuchen die Region. And also the heat of the building does not melt the permafrost underneath. Wir sind jetzt angekommen an der Admiralty Bay und unser Captain hat da durchgesagt, dass die Gletscher heute aktiv sind. Das heißt, vielleicht haben wir sogar Glück und können die Gletscher ins Wasser fallen sehen. Mal schauen, ich bin gespannt. Wir warten jetzt hier mit dem Schiff und versuchen zu sehen, ob hier irgendwie ein Stück Eis abbricht vom Gletscher. Hier sieht man schon die ganzen Eisbrocken, die in den letzten Tagen abgebrochen sind. Doch leider sollten wir an diesem Tag kein Glück haben. Das war's für heute mit der Antarktis. Morgen gibt's mehr. Und Runde 2. Zieht euch diese Größe rein. Nicht einfach zu essen, ne? Wie man sieht, war die Party eindeutig nicht für unsere Altersklasse gemacht. Über die Nacht sind wir in Richtung unseres letzten Ziels in der Antarktis gefahren, Elephant Island. Tag 2 in der Antarktis, heute mit bescheidenem Wetter und Schnee an Deck, aber man sieht einfach gar nichts, es ist komplett zu mit Nebel und bewölkt. Also wir fahren jetzt gerade ganz langsam, damit vielleicht die Wetterbedingungen ein wenig besser werden, aber noch sieht man nichts von der Elephant Island. Obwohl das Wetter anfangs sehr bescheiden war, kam langsam die Insel zum Vorschein und wir sollten eines der einzigartigsten Naturspektakel erleben. Zunächst einmal sahen wir wieder viele Pinguine durch den Ozean hüpfen und dann erreichten wir einen Ort, an dem wir hunderte von Walen, Pinguinen und Vögeln um uns herum beobachten konnten. We also saw gentoo penguins. And just so you know, the ship is moving very, very slowly. So there's no danger of harming them. The whales really are concentrating much more on feeding. We're going slowly enough that they can pass on either side with no problem. It was really close. And they are continuing their feeding. So just wanted to allay any concerns about that. These whales are happily going about their daily business along with the seabirds. Wow! There he is. Wow! It's really near. Und um den Tag abzurunden, kam direkt das nächste Naturereignis auf uns zu, das laut dem Kapitän so gut wie nie sichtbar ist. Und der Kapitän hat ja durchgesagt, dass es dieses türkisblaue Wasser nur hier gibt, und zwar weil der Gletscher da vorne abgeschmolzen ist. Das heißt, das ist frisches, blaues Wasser zusammen mit Salzwasser, aber das Gletscherwasser ist an der Oberfläche. And as I said, it's pretty rare because there are hardly any streams in Antarctica, but we're in the most temperate of all the islands, so this is where you're most likely to see it. Jetzt
Die Antarktis, ein extrem wichtiger Kontinent für unseren Planeten. Mit knapp 14 Millionen Quadratkilometern Fläche ist er 37 mal so groß wie Deutschland und 1,5 mal so groß wie Europa. Und obwohl wir nur einen ganz kleinen Teil erkundeten, konnten wir sehen, wie einzigartig dieser Teil der Erde ist. Wir haben gelernt, dass die Antarktis für die Regulation unseres Klimas verantwortlich ist. Denn durch die Zirkulation der Ozeane wird dafür gesorgt, dass warmes Wasser in der Antarktis wieder abgekühlt wird und so Klima- und Wärmetransport weltweit beeinflusst werden. Außerdem lehrt uns dieser Teil der Erde, dass Frieden zwischen Ländern möglich ist. Denn obwohl die Antarktis zu keinem Land gehört, gibt es hier 30 verschiedene Nationen, die gemeinsam forschen und zusammenarbeiten. Die Antarktis. Ein Ort, den die meisten Menschen wahrscheinlich nie in ihrem Leben sehen werden, was uns umso dankbarer macht, dass wir dieses Privileg genießen durften. Verabschieden tun wir uns mit einzigartigen Erlebnissen, viel Wissen, Hoffnung und einfach nur Dankbarkeit. Und ab sofort fahren wir zu unserem nächsten und letzten Ziel der Reise, den Falklandinseln. Guten Morgen, guten Morgen! Wir sind angekommen hier bei den Falklandinseln. Glücklicherweise konnten wir heute den Anker legen, das heißt, wir können heute dieses Tenderboot nehmen und dann geht's ab auf die Malvinen. Steigen wir ins Tenderboot ein und die Sonne ist da, Laurinia. Hier oben sieht man, wie die Boote runtergelassen wurden, also das sind sozusagen unsere Rettungsboote. Und jetzt befinden wir uns auf den Falklandinseln. Sehr schöne Häuser, muss ich sagen. Das Interessante hier bei den Falklandinseln ist, dass sie offiziell zum Vereinigten Königreich, also zu United Kingdom gehören. Allerdings hatten wir in Ushuaia mehrere Zeichen gesehen, dass die Argentinier auch sagen, dass die Falklandinseln ihnen gehören. Aber als wir angekommen sind, ist alles typisch, wie man es aus England kennt. Der Akzent ist auch wie die Engländer und die Häuser sehen auch alle genauso aus wie in England. Wir versuchen jetzt irgendwie Geld zu wechseln, weil da wir hier in United Kingdom sind, nehmen die nur Pfund oder Dollar und mit Euro kann es hier nichts werden. Wir haben jetzt eine Bank gefunden und versuchen Geld zu wechseln. So, wir konnten gerade Geld wechseln und das Interessante hier ist, die haben Falkland Pounds, also es sind auch Pfund, so wie in UK, allerdings Falkland, das heißt, damit kann man nichts in UK anfangen. Wir wollten als erstes mehr nehmen, weil wir sowieso noch nach London fahren wollten. Aber dann hat sie uns gesagt, ja, in UK könnt ihr damit nichts anfangen. Also, wir haben jetzt 40 Falklandpfund und der Bus nach Gipsy Cove, da wo man die Pinguine sehen kann, kostet 15 Pfund pro Person. So, jetzt gehen wir zurück zum Terminal, nehmen den Bus und dann geht's ab, Pinguine besuchen. Auf geht's. Ah, wir sind ja in England, andere Seite hier. Und wir sind angekommen bei Gipsy Cove. Und schaut euch diesen wunderschönen, langgezogenen Strand an. Laura, du hast schon Pinguine gesehen? Ja, da. Wo? Die sind am See, siehst du? Ah, ja. Also, dass das Wasser hier so klar und blau sein würde, habe ich nicht erwartet. Deswegen nennt man das hier wohl auch Malvinen, Malediven. Und während wir im Park spazierten, sollten wir nicht nur Pinguine entdecken, sondern auch Delfine, die gemütlich vor der Küste rumplanschten. Die Waffe hier stammt noch aus dem Krieg zwischen Argentinien und United Kingdom, denke ich mal.
um die Falklandinseln. Krasses Ding. Und wie wir hier gerade gelesen haben, die Deutschen wollten die Falklandinseln haben. 1918, Graf von Spee wollte die Falklandinseln einnehmen und die Briten haben sie verteidigt. Interessant, zum Beispiel sowas wusste ich gar nicht, dass das auch in der Geschichte der Deutschen vorkam. Deswegen ist es immer gut zu reisen, dann lernt man auch wieder neue Sachen, neue Geschichten kennen. Das war's von den Falklandinseln. Wie hat es dir gefallen, Laura? Sehr schön. Ver os pinguins de pertinho e os golfinhos também nadando pertinho. E a paisagem também muito bonita. Also mit diesem Wetter wirklich ein Top-Reiseziel, um sich das einfach mal anzuschauen. Natürlich nicht so einfach hierher zu kommen, deswegen wahrscheinlich eher so ein Kreuzfahrtreiseziel. Ich glaube, niemand sagt, wenn er in Patagonien ist, oh, ich fahre einfach mal auf die Falklandinseln. Ist auch sehr, sehr teuer hier im Vergleich zu Europa. Und um diese einzigartige Reise abzuschließen, fehlte nur noch eine Sache. Everybody hungry? Yeah. Yes, me too. And here, more love, more food. And now get some oil, happy, happy, smiley, smiley, rolling, rolling on my green, rolling, every single day, every single day, every single day, every single day. Gonna catch this one, madam, it's okay? Gonna catch this one? Ahora los. 1, 2, catch it, madam. 3, 4, 5. No? Oh! Hello, it is me. I can see it right. Yeah, I can see it right. I like a movie. Bye, Anna. Laura-Zeit heute Abend. So, das war unsere Kreuzfahrt in die Antarktis. 2 Wochen sind vorbei. Wir hatten echt eine mega geile Zeit. Hat alles super geklappt, super Wetter, super Trips, super Essen, super Getränke, oder Laura? Und jetzt geht's weiter in Modus Patagonien, aber Zelten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.